Hi Leute, willkommen zur Dragon About. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau. Unser heutiges Thema wird sein, ja, was machen wir heute? Eigentlich wollte ich ja erstmal nichts mehr schäumen, erstmal wieder so ein paar andere Sachen machen. Aber bei Facebook, bei Labbastler hatte jemand gefragt, irgendwas wegen Wurffischen. Also wie man halt eine Menge wie Fische machen könnte, relativ günstig. Naja, relativ günstig ist Schäumen vielleicht nicht unbedingt das Allerbeste, aber ich sag jetzt mal, kann man machen. Ist jetzt nicht so viel Arbeit. Ich sag jetzt mal, wenn man sie aus Schaumstoff macht und dann alles bearbeiten muss, ist auch ziemlich viel Arbeit und Material. Jetzt mit Silikon die Form machen ist nicht günstig. Der Schaum, naja gut, das geht noch. Da kann man wahrscheinlich einige Fische aus so einem 40 € Gebinde draus machen, würde ich jetzt mal sagen. Ja gut, nachher noch was Farb, von ein bisschen Flexipaint, also anspruchsvoll malerisch sind die Dinger ja nicht. So ein bisschen Silber, das ist ja schon nicht so anspruchsvoll. Ja, auf jeden Fall, ich hatte natürlich keine Fische gerade mal zur Hand. Ja, was da ich gemacht, soll jetzt mal wieder keine Werbung für Amazon sein. Hab dann da mal ein bisschen gegoogelt, beziehungsweise gesucht und hab dann da gerade eben ein Paket gekriegt. Da waren dann zwei hier so Forellen drin. Ja, könnte man jetzt auch hingehen und sagen, kann man ja die nehmen, obwohl die sind relativ hart. Ne? Wie gesagt, die will ich jetzt schäumen. Mal gucken, was draus wird. Ich hatte noch genug Silikon vom Dings über, das Grüne, wo ich gesagt habe, dass das relativ lange dauert. Und da ich das sowieso loswerden will, werden wir jetzt ganz einfach mal damit ein bisschen was machen. Schauen wir mal, was draus wird. Wenn euch das ganze Thema gefällt, bleibt dran. Wir sehen uns. Ja, dann gucken wir uns das ganze Elend mal an. Ich habe da schon ein bisschen vorgearbeitet. Habe dann wieder aus einem alten Pappkarton. Ich werde diesmal wieder nur eine einförmige Form machen. Habe dann quasi hier ein bisschen größer gemacht, auch ein bisschen breiter, wie das mit der Flosse ist. Dann noch so zwei Streifen, Entschuldigung, wo ich dann wieder drumherum klebe. Und jetzt muss ich mal gucken, wenn ich das so mache, das geht eigentlich. Jetzt habe ich mir überlegt, ich klebe hier noch so ein kleines Stück dran. Ich probiere das aber erstmal aus. Das soll nämlich dann nachher quasi das sein, wo ich dann nachher den Schaum einfüllen will. Mal gucken, ob das dann besser funktioniert. Eigentlich brauchen wir ja noch so ein bisschen, vielleicht noch ein zweites Loch, aber naja, ich denke mal eher nicht. So, dann werden wir erstmal loslegen. Reicht das von der Dings her? Jetzt muss ich gucken. Nur zur Info, das war ja hier so ein Stück, was ich noch von so einem Baurohr übrig hatte, hier vom Kabel verlehen. Wie gesagt, die Dinger, die sind richtig gut, ne? Sind sehr stabil, also so schnell kriegt man die nicht kaputt. Habe ich einfach mal ein Stück abgesägt. So, jetzt haben wir hier noch alles. So. Ich habe auch nur auf der einen Seite entgratet. Ja. Kugelschreiber, der wird auch nicht so ganz. Naja, geht. So. Kleben wir das Ding hier mal so drauf. Ich hoffe, das funktioniert. Wie gesagt, das ist dann auch, damit der Schwanz quasi nicht so, ich sag jetzt mal, absackt. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Ja, so sieht das Ganze jetzt aus. Ich hoffe, das kann man so sehen. Also einmal hinten das kleine Ding.
Da muss ich dann halt gucken. Das ist aber, damit die Flosse hoch genug ist, damit darunter hier dickes, das Silikon dick genug ist. Und hier an der Seite unterm Hals will ich dann quasi, ich sag jetzt mal so, die Einfüllöffnung für den Schaum machen. Ob das alles funktioniert, wir werden es erleben, Leute. Mal schauen. Soweit sind wir jetzt fertig. Oh, schon wieder mit allem Möglichen voll gekrümelt. Unterlage, Leute, Unterlage. Da möchte ich mir meinen Tisch hier nicht wieder so voll sauer. So. Das sieht doch schon mal besser aus. So, machen wir erstmal die Dinger hier auf. So. Ja. Machen wir mal 1 Milliliter. Machen wir erstmal so. Ach, die Dinger sind hier. Ist noch drin. Auf Seite. Machen wir mal erstmal so, ich weiß nicht, 50. Jetzt habe ich schon fast 63, dann wären wir bei 126. Warum werde ich das Gefühl wieder nicht los, dass ich noch viel mehr Silikon brauche, wie ich das schon zur Verfügung habe. Naja, ich kann jetzt einfach mal hier so ein bisschen laufen lassen. Wenigstens im Boden schon mal so. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle. Auf jeden Fall. Oh oh. I've been dreaming on in my head like I've seen it a light. Das ist jetzt natürlich absolute. Naja, tja, müssen wir halt noch mal ein bisschen trocknen lassen. Das ist natürlich jetzt nicht so geplant gewesen, aber werden wir jetzt erstmal wahrscheinlich nicht drum rumkommen, dass ich den Mist nicht gelöst hätte. Ist natürlich ärgerlich, aber lässt sich jetzt nicht mehr ändern. Jetzt können wir noch hoffen, dass das Ganze irgendwie so halbwegs funktioniert. Ich muss jetzt hier noch mal eine kleine Schicht drüber machen. Jetzt bin ich das Zeug auch wieder los. Nächste Silikon kaufe ich mir wieder das altbewährte. Mal gucken, wie das hier jetzt aussieht. Mal das Ganze mal gucken, ob wir das hier rauskriegen. Ja, das sieht doch schon mal ordentlich aus. Wird wieder wahrscheinlich ein Heidenfrickelei werden, die Pappe da wieder runter zu kriegen, aber so im Großen und Ganzen macht das eigentlich jetzt schon mal erstmal einen guten Eindruck. Aber man sieht sogar hier die Kante. Seht ihr hier? Das hier ist dann, weil ich oben noch mal drüber. Jetzt hoffe ich nur, durch das runterdrücken, weil ich ja das Problem hatte, dass sich das gelöst hat, dass ich jetzt unten nicht den Fisch komplett auf dem, ich sag jetzt mal, Pappboden auflegen habe. Aber das wird sich dann nachher zeigen. Bin mal gespannt. Jetzt müssen wir erstmal das Ganze hier mal wieder auspellen.
Ja, hier unten. Ja, ich das so richtig sehe, ist das noch nicht ganz trocken hier. Ne? Tja, dann werden wir das Ganze wohl noch ein bisschen stehen lassen. Das ist natürlich jetzt nicht so toll. Dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ich habe freitags vormittags angefangen. Jetzt haben wir Sonntagmittag. Das Ganze ist immer noch am Kleben. Gucken wir uns mal den Rest an, ob wir das schon mal wieder ein bisschen weitermachen können. Aber ich muss ehrlich sagen, also wie gesagt, also ach, hier ist auch noch alles raus. Ja, das ist super, Leute. Also, ich muss ehrlich sagen, also das Silikon, das kann ich ja nicht empfehlen. Ey. Guckt euch das mal hier an. Ja, da werden wir das Ganze mindestens noch einen Tag oder zwei. Also wird Sonntag heute nichts mit dem Video. Gucken wir mal, ob das hier irgendwie an den anderen Stellen auch noch so ist. Ja. Ist noch nicht trocken. Ja, so prinzipiell scheint das nur noch unten so zu sein. Also richtig hart ist es noch nicht. Also nicht so ganz noch weich. Also irgend so was dazwischen. So. Jetzt gucken wir mal, was das hier so. Ja, das scheint nur an den Kanten zu sein. Na, das haben wir ja gut runtergekriegt. Ja, das sieht ein bisschen matschig aus, aber hier an den Ecken ist das mehr oder weniger erstmal egal. Vielleicht verträgt sich das auch irgendwie mit dem Heißkleber nicht. Das könnte natürlich auch sein. Ja, das ist jetzt genau das, was ich natürlich vermutet habe. Dass die Forelle so weit unten ist, dass hier dort der Rücken ein bisschen rauskommt. Naja, müssen wir mal gucken, wie wir das irgendwie hinkriegen. Ist jetzt nicht so, wie ich gehofft habe. Man könnte natürlich hingehen und nochmal so ein bisschen hier so eine Silikonschicht drüber machen, aber ich bin mir da jetzt nicht so sicher, ob das jetzt gerade eine gute Idee ist. Mal schauen. Weiß man nicht. Ich würde aber sagen, wir lassen die untere Seite zu und schneiden quasi dann hier auf. Hier haben wir nämlich das Plastikrohr drin, wo die Schwanzflosse war. Ich hoffe, dass das wenigstens funktioniert hat. Das Seitenrohr, da müssen wir auch mal gucken, wo ich das sehe. Das muss ja auch hier auf der Seite sein. Ja, und dann haben wir natürlich hier auch noch die ganzen Dinger. Zum Ausschwenken ist das natürlich jetzt auch nicht besonders toll. Da muss ich mir echt noch was einfallen lassen. Vielleicht mache ich dann hier auf die Seite irgendwie eine Pappe oder sowas drauf. Mal gucken, wie ich es mache. Normalerweise müsste ich schauen, dass ich jetzt hier noch mal was drumherum mache und dann quasi irgendwie noch so eine Schicht drüber mache. Aber ich glaube nicht, dass das momentan klappt. Naja, schauen wir mal. Lassen wir jetzt erstmal weiter trocknen. Ich hoffe, dass ich dann morgen an dem Ding weitermachen kann. Also heute können wir das vergessen. Ja Leute, jetzt sind wir schon Montagnachmittag. Ihr seht, es ist immer noch nicht trocken. Komischerweise, so wie das aussieht, aber wirklich nur hier dieser Rand, wo ich mit dem Heißkleber dran war. Weil ich sehr, sehr merkwürdig. Ich habe das Ding jetzt hier über einen Tag liegen gehabt. Ich weiß nicht, was das ist. Wirklich nicht. Aber ich habe langsam keine Lust mehr zu warten. Ich werde jetzt einfach hier diesen blöden Rand, der so am Kleben ist, einfach wegschneiden. Sieht zwar da nicht vielleicht so schön aus, aber wenn ich ehrlich sein soll, ist es mir jetzt egal. Ich warte nicht noch eine halbe Ewigkeit, wenn überhaupt, dass das hier irgendwie trocken wird.
gemacht an der Ecke. Sieht vielleicht dann ein bisschen kacke aus von der Form, aber das ist ja im Endeffekt hier nur der Rand. Der spielt keine Rolle. Ich schneide das jetzt hier einfach weg. Also wie gesagt, also das Silikon benutze ich nicht mehr. Das ist kompletter Fehlkauf. Ich habe es jetzt halt nur für das Video benutzt, dass ich es noch wegkriege, aber ich werde wieder das alte, was ich vorher immer gekauft habe, benutzen. Kostet vielleicht 1 Euro oder 2 mehr, ist ein bisschen weniger drin. Aber da hast du auch nach einem Tag ist das auch richtig vernünftig trocken. Ich sag ja, ich habe Freitag angefangen. Heute haben wir schon Montagnachmittag. Also ich weiß es nicht. Das ist schon... Vielleicht reagiert es auch irgendwie mit dem Heißkleber in der Ecken. Wie gesagt, das ist ja da, wo ich quasi an der Pappe mit dem Heißkleber diese Klebekante jetzt hatte. Vielleicht hat der Heißkleber irgendwie sich nicht mit dem Silikon irgendwie verträgt. Mal schauen. Ich glaube, hier habe ich schon ein bisschen zu viel jetzt weg. Da sieht man, glaube ich, schon ein bisschen von der Flosse. Jetzt müssen wir das Ganze ja auch noch aus der Form rauskriegen. Jetzt bin ich noch am Überlegen, wie ich es am besten mache. Hier müsste ja die Flosse sein. Hier haben wir ja auch hier das Teil. Naja, wenigstens hat das funktioniert. Also bis hier unten geht das Loch. Das scheint schon mal geklappt zu haben. Das war ja, wo wir eigentlich einfüllen wollten. Und dann haben wir ja hier noch ein Loch. Oder war das hier das zum Einfüllen? Oh, schön. Hier ist auch noch alles matschig. Gucken, ob wir das rauskriegen irgendwie. Also ich muss sagen, ich bin diesmal extremst enttäuscht. Das war totaler Sockenschuss. Oh schön, das Silikon ist natürlich dann in das Rohr reingelaufen. Naja, wir schneiden jetzt einfach mal hier so ein bisschen auf. Hier oben ist ja mit am wenigsten. Naja, auf jeden Fall haben wir einen Fisch schon mal draußen. Das ist ja schon mal toll. Gucken wir uns das ganze Elend hier mal an. Ja, drinnen ist es okay. So, jetzt haben wir hier das eine Loch. Ja doch, das kann rauskommen, das geht. Wir könnten das natürlich auch noch so ein bisschen rausschneiden. Ich hoffe, das klappt irgendwie. Ja doch, wir kriegen es raus, Leute. Zack. Da haben wir das Ding. Also die Handschuhe. Also Leute, tragt bloß Handschuhe dabei. So, jetzt haben wir natürlich nur noch hier das Problem, dass hier oben das Ding zu dünn ist. Das ist natürlich Murks. Aber wir lassen uns da mal was einfallen. Und zwar werde ich hier ein Stück Pappe drüber machen und damit der Kordel fest. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich hier irgendwo ein Stück Pappe rumfliehen habe. Was ich davon nehmen kann. Ach, nimm mal einfach hier. Dann werde ich hier einfach mit der Kordel hier so ein bisschen drüber machen. Ist zwar jetzt so ein bisschen improvisiert, aber naja, was soll man machen? Fisch, den tun wir mal weg. Wollen wir erstmal nicht mehr. Dafür nehmen wir uns, würde ich sagen, mal ein neues Stück Pappe. Das alte hier, das sieht schon etwas mehr wie mitgenommen aus. Irgendwas stimmt nicht. Der Schaumstoff, der sieht auch ziemlich blubberhaft aus. Vielleicht war es doch mit der Mischung doch kacke, was ich da jetzt gemacht habe. Aber irgendwas stimmt da nicht. Ich
Ich weiß es noch nicht. Wir machen das Ding jetzt einfach mal auf und gucken uns das mal an. Also Schaum ist jetzt keiner rausgekommen. Und wenn er genauso da drin aussieht, wie er hier draußen aussieht, würde ich sagen, ist doch irgendwas schief gelaufen. Was auch immer. Bin mal gespannt. Finde ich schon ein bisschen merkwürdig. Weil normalerweise hätte der Schaum schon längst irgendwie rauskommen müssen. Oh ja, der sieht aus. Ja. Der sieht kacke aus. Ja, das ist dann Versuch Nummer 1. Ja, er scheint sich auszubreiten. Wahrscheinlich war das Mischungsverhältnis, dass man da ein bisschen mehr nimmt, dann vielleicht doch nicht so das Optimale. Ja, das kommt hoch, man sieht's. Also das hier, das war dann... seht ihr hier, jetzt kommt es. Dann wird hier bestimmt hoch, ja, seht ihr. Ja, das war der Test, der ist mal in die Hose gegangen. Mal gucken, hoffentlich ist es nicht zu viel. Was habe ich gemacht? 60, 30. Mal schauen, das ist wahrscheinlich viel zu viel. Oh, die Flosse ist hinten ein bisschen verkümmert. Da hätte ich vielleicht noch so ein bisschen mehr. Ja, eigentlich sind die ganzen Flossen irgendwie so ein bisschen verkümmert. Aber das ist jetzt der zweite Versuch. Naja, mal gucken. Sieht auf jeden Fall schon mehr wie ein Fisch aus. Ist hier auf der Seite auch schon wieder so komisch. Seht ihr das? Weiß noch nicht, was das ist. Bei Versuch Nummer 4 habe ich hier von dem braunen etwas sehr wenig reingetan. Wie ihr seht, das ist hier auch etwas hell geworden. Ja, mal gucken. Ich habe das jetzt mal so von hinten so quasi eingeflößt, so durch die Flosse auf. Also eins kann ich schon mal sagen, das ist extremst weich. Ja, das ist ja, ich glaube, ich würde jetzt mal sagen, der schlechteste Versuch, den wir bis jetzt hatten. Obwohl bei der Flosse, das hat wenigstens hinten so halbwegs funktioniert. Ja, aber sieht doch irgendwie aus wie so eine tote Flunder. Also mit weniger klappt schon mal gar nicht. Ob ihr es glaubt oder nicht, ich habe tatsächlich einen brauchbaren Versuch hingekriegt. Gut, die Seite ist jetzt nicht so toll geworden. Hier muss ich noch ein bisschen was wegschneiden. Aber im Vergleich zu den ersten Versuchen, ne, wie ihr ja schon gesehen habt, die Flosse ist schon mal dran. Ja, ich glaube, so. Gut, hier, wie gesagt, ist nicht so toll geworden. Die Seite ist deutlich besser. Ich habe jetzt einen Versuch, habe ich noch gemacht. Also ich habe so das Gefühl, es liegt mehr oder weniger dran, dass die eine Seite zu weit offen ist. Na, jetzt habe ich da mal ein Stück Pappe drüber gemacht gehabt und habe den Schaumstoff, also den Flüsschen, durch das Loch rein und habe es dann runter durchlaufen lassen. Wie ihr seht, hier ist überall schon ein bisschen raus. Das Ding machen wir jetzt nochmal auf. Dann gucken wir mal, wie der Versuch geworden ist. Aber da könnte es dann wirklich dran gelegen haben. Und ich habe die Form noch mal einen Tag liegen lassen. Es kann natürlich auch sein, weil das fühlt sich alles noch so schmierig an, dass das Silikon, weil hier habe ich zum Beispiel nicht so, dass das vielleicht noch daran lag, dass der Silikon noch zu frisch war. Dass der irgendwie damit reagiert hat und deshalb da diese komischen, Konstruktionen rausgekommen sind. Wir gucken uns jetzt den hier nochmal an, wie das aussieht. Vielleicht lag es wirklich daran, dass ich es hätte noch 1-2 Tage das Silikon noch weiter durchtrocknen lassen hätten sollen. Naja, mal gucken. Man lernt ja immer wieder dazu. Aber das hier, das ist doch schon
ganz passabel. Wie gesagt, hier ist es jetzt nicht so schön, aber ich denke mal, das ist hier die Seite, wo das rausgedrückt. Wie ihr seht, hier hat es ja auch rausgedrückt. Aber es ist machbar, Leute. Man kann Fische schäumen. So, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt habe ich natürlich wieder meine Handschuhe oben vergessen. Aber das ist nicht so schlimm. So, ein bisschen was schneiden wir noch weg. Natürlich nur vom Schaumstoff. Aber wie ihr seht, ja, das hat sich dann hier verschoben. Wie gesagt, das Problem ist auch, dass hier an den Stellen, hier ist es zu dünn geworden. Das ist auch so der Haken an der Sache. Das ist aber auch, weil ihr habt ja gesehen, am Anfang war ja ein bisschen was schief gelaufen bei dem Ganzen. Ja, mal gucken, wie das hier so aussieht dann gleich. Erstmal wieder ein bisschen lösen alles. Naja, auf jeden Fall, es klappt, es geht. Es ist noch nicht so wirklich total perfekt, aber ich würde sagen, ist schon halbwegs okay. Wie gesagt, ich habe bei der Form ein paar Fehler gemacht. Kann ja mal passieren. Jetzt muss ich hier innen ein bisschen abschneiden. Ich hoffe, das kriege ich. Na, ich stopfe es einfach hier so durch. So, jetzt muss man aufpassen bei der Flosse. Oder die Flossen. Ja, hier ist auch wieder so ein bisschen, ja, das ist halt dadurch, dass sich das Ganze etwas verschoben hat. Aber hier sind die Flossen auf jeden Fall wieder dran. Also, wir sind auf einem guten Weg. So, schneiden wir mal ein paar Sachen noch ab. Hier ist ein bisschen sehr weit, da muss man natürlich dann immer so ein bisschen was wegschneiden. Und wie gesagt, hier das, an der Stelle ist dann hier, wo das sich hier so verdrückt. Ansonsten ist das eigentlich noch gar nicht mal jetzt so schlecht. Ich hätte jetzt echt gedacht, ich wollte ja nicht unbedingt noch ein paar Mal versuchen. Habe mich jetzt doch noch für mal noch 2 Versuche hinreißen lassen. Apropos, und ihr solltet dann den Schaum ein bisschen länger drinnen lassen. Dann ist das nämlich auch etwas besser zum Rausholen. Ich hatte das jetzt im Video immer sehr schnell rausgeholt. Also wenn ihr das Ganze so, ich sag jetzt mal Viertel bis halbe Stunde drinnen lasst, geht das natürlich deutlich besser. So, ich werde jetzt hier einfach noch so ein bisschen beischneiden. Ich hoffe, das kann man so halbwegs. Sieht zwar dann auch noch nicht wirklich so toll aus, aber im Vergleich zu den ersten Versuchen würde ich mal sagen, ist das schon relativ okay. Hatte ich jetzt echt nicht gedacht. Ja, sieht natürlich jetzt hier auch nicht so toll aus. Aber die Flossen sind schon mal dran. Und doch sonst, oh. Wie gesagt, das ist hier, die eine Seite ist gut geworden. Das ist die untere wahrscheinlich. Und die obere, das ist dann hier, wo sich hier alles so verschoben hat. Aber wie gesagt, das liegt jetzt dran, wo der Unfall da am Anfang der Form war, wo dann die Forelle sich dann gelöst hatte mit dem Rohr. Da hatte ich die ja ziemlich weit runter gedrückt und dadurch ist das hier unten. Also wir müssen wirklich gucken, wenn er so eine Form macht, die Pappform, wo die Forelle oder Fisch dann reinkommt, macht erstmal so 5 mm so eine Bodenplatte. Also da erstmal einen Becher reingießt, den dann hart werden lässt, damit das nicht passiert, dass das an einer Seite nachher von der Wanddicke zu dünn ist. Und dann müsste das eigentlich gut funktionieren. Das mit dem Rohr hier, das hat ja geklappt hier an der Seite. Nicht so 100%ig, aber das wäre dann das Einfüllloch. Wenn ich das Ganze jetzt hier so dick hätte wie hier, ne, dann wäre das gar kein Problem. Aber hier, ihr seht ja, wie dünn das ist. Mit der Pappe kann man ein bisschen kaschieren. Allerdings ist das Problem, es drückt runter. Deshalb habt ihr dann hier immer an den Stellen dieses Hässchen. Aber so
Das ist eigentlich jetzt der einzige Fehler. Und wie gesagt, ich habe es wahrscheinlich nicht lang genug aushärten lassen. Also nicht hier den Schaumstoff mal abgesehen auch. Ich meine das Silikon. Das andere ist anscheinend etwas schneller einsatzbereit. Das andere, was ich jetzt hier noch den Rest von benutzt habe, das braucht anscheinend ein bisschen länger. Bis man dann da formen. Sonst, ihr habt hier gesehen, so wie das hier ausgesehen hat. Ich denke mal, dass das irgendwie noch mit dem Silikon, der noch so, vielleicht noch nicht so richtig trocken war, irgendwie reagiert hat. Aber die hässlichen Dinger hier, die, wie gesagt, ich habe doch schon was bestellt. Da gucken wir mal. Aber hier die sehen doch schon mal ja nicht so schlecht aus. Wie gesagt, hier ist jetzt nicht so toll geworden. Da werde ich noch dann ein bisschen beischneiden und ein bisschen drüber pinseln. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Vielleicht mache ich auch noch mal eine neue Form. Weiß ich noch nicht. Aber so vom Prinzip her, ja, Leute, es klappt. Floss hier ist ein bisschen eingefröselt. Und, naja, aber so im Großen und Ganzen, sag ja, also hier die Seiten sind eigentlich ganz gut. Da gibt dann noch was Flexi-Paint drüber, ein paar Schichten. Jo. Ich würde mal sagen, das sah ja nicht so aus, als wenn das gut funktioniert. Aber so, wenn ich das mir hier so angucke, ja doch, ist okay. Dann hat das mit dem Fisch dann doch funktioniert. Wie gesagt, ist jetzt ein bisschen nicht auf der einen Seite nicht ganz so schön geworden, wie ich gehofft habe. Aber so im Großen und Ganzen, wenn man jetzt, sagen wir mal, von der Seite hier sieht, würde ich sagen, ist okay, oder? Wie gesagt, jetzt die Seite ist natürlich nicht so schön, aber wie gesagt, das liegt jetzt hier an dem kleinen Unfall, der beim Formherstellen gelaufen ist. Also wenn ihr sowas nachbauen wollt, wie gesagt, habt ihr gerade schon erwähnt, entweder müsst ihr dann gucken, also so rein, wir fassen einfach mal zusammen. Also der Fehler, den ich gemacht habe, war halt wirklich, ich hätte noch mal erstmal so einen Becher reinkippen sollen als Bodenplatte. Das wäre wahrscheinlich oder so einen halben, dreiviertel. Da kommt jetzt drauf an, wie groß die Fläche ist. Ich sage jetzt mal einen Becher und hätte den besser dann 1-2 Tage erstmal antrocknen lassen oder trocken werden lassen und hätte dann erst am besten den Rest gemacht. Und dann natürlich, dass ich oben, unten und rundherum genug Dicke von der Wand habe. Wie gesagt, das eine Loch hier, das ist ja dick genug, aber das andere, das war ja halt, der hat ja im Video, ich hoffe, dass man das sehen kann. Ich muss ja das Video noch schneiden. Ich hatte eigentlich schon ein Ende geschnitten und alles, aber das ist jetzt, dadurch, dass das doch noch funktioniert, das musste ich jetzt nochmal alles schneiden. Ich hatte echt gedacht, das wäre in die Hose gegangen. Nach den ersten 5 Versuchen hatte ich ehrlich gesagt erstmal keinen Bock mehr. Habe mich dann heute dann doch nochmal hingesetzt und bin echt überrascht, dass es doch noch so halbwegs ein brauchbares Ergebnis gegeben hat. Das Ganze werde ich dann jetzt mal pinseln. Die 5 misslungenen. Das eine Ding, da das komisch was aussah, als wenn es gar keine Knochen hat, das lassen wir mal weg. Da mache ich nichts mit, aber ich werde die Dinger alle mal ein bisschen mit Flexi-Paint und dann die misslungenen, also die total misslungenen, da habe ich mir schon ein bisschen was für bestellt. Ich hoffe, dass das morgen kommt und dann kann ich dann anfangen zu pinseln und dann mache ich vielleicht so ein bisschen was Ekligeres draus. Mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, macht nicht meine Fehler, lernt aus dem Video, macht es vernünftig. Es geht. Ihr habt es ja gesehen, es ist noch nicht perfekt, aber es geht. Ne? Wenn ihr euch dran haltet, so mit der Bodenplatte und alles, dann könnt ihr wirklich was draus werden. Zum Verhältnis, ich bin dann jetzt mit den letzten 2 bin ich gut hingekommen mit 50 zu 25. Das hat für die Forelle gereicht. Gut. Hängt jetzt von ab, wenn ihr kleinere Fische oder größere nehmt dafür und die Silikonform macht, müsst ihr natürlich dementsprechend mehr. Aber das war jetzt 50, 25, war ein gutes Verhältnis. Kam nur ein bisschen was raus. An ein paar habt ihr ja gesehen, das hielt sich alles noch gut im Rahmen. Ja, dann hoffe ich mal, ich konnte euch mal wieder inspirieren für eure Projekte. Dann sehen wir uns, wenn ich die Fische dann fertig gepinselt habe. Mal gucken, wann ich es schaffe. Also ich glaube, bis Sonntag mache ich es nicht, aber irgendwann im Laufe der nächsten Woche. Ich werde jetzt die Videos so hochladen, jetzt nicht immer unbedingt samstags oder sonntags. Ich habe mich entschlossen dazu, ich mache sie so, wie ich Bock drauf habe. Fertig. Ich hoffe, das ist nicht schlimm.
Könnt ihr ja mal in die Kommentare. Apropos, abonnieren nicht vergessen. Und schon wieder danke an alle, die mich schon wieder neu abonniert haben oder noch abonnieren werden. Ja, ich hoffe, dass wir dieses Jahr die 1000 Abonnenten schaffen. Schön wäre es. Würde mich riesig freuen. Aber wir sind ja wirklich auf dem YouTube-Weg. So, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Dann sehen wir uns bei einem meiner nächsten Projekte. Wir sehen uns.